und herzlich willkommen bei Mami Konkret. Ich bin Laura und in diesem Video soll es um das Thema Schlaf bzw. das Einschlafen von Babys gehen. Wenn du dieses Video schaust, hast du vermutlich Schwierigkeiten mit dem Einschlafen von deinem Baby und ich kann dir nur versichern, du bist nicht alleine. Schlaf ist eine Wissenschaft für sich und funktioniert eben nur in einem Zustand absoluter Entspannung, Sicherheit und Geborgenheit. Das Einschlafen ist ein Schritt, eine Schwelle, die wir dem Baby nicht abnehmen können. Also wir können ja ganz vieles für unser Baby übernehmen, aber eben diesen Zustand vom Wachen ins Schlafen, das kann es nur alleine schaffen und wir können nur die Voraussetzungen und die Gegebenheiten bereiten, damit es eben in diesen Zustand von Entspannung, Sicherheit und Geborgenheit kommen kann. Und dieses Video dreht sich ganz besonders um mein Motto: Wenn das, was du tust, nicht funktioniert, tue etwas anderes. Denn ich möchte hier den Fokus auf den Effekt von einem Wechsel legen, Wechsel von Zuständen, zum Beispiel von Lichtverhältnissen, von Geräuschen oder von Bewegung, die durch diesen Wechseleffekt einen Zustand der Entspannung bei dem Baby auslösen können. Hier geht es auch besonders darum, das Kind in der Trage zum Einschlafen zu bringen. Die Trage ist natürlich nur eine Einschlafhilfe, die aber in vielen Fällen eben oft gut funktioniert. Fangen wir an mit den Lichtverhältnissen. Wenn ihr also mit dem Baby zusammen das Zimmer verdunkelt, also die Vorhänge zuzieht, und eben hier funktioniert es natürlich nicht mit hellen, weißen oder gelben Vorhängen, sondern es müssen wirklich dunkle, lichtundurchlässige Vorhänge sein, die das Zimmer wirklich richtig abdunkeln. Das kann dazu führen, dass das Baby schon weiß, oh, jetzt sehe ich nichts mehr, bis sich die Augen natürlich etwas daran gewöhnt haben. Aber dieser Moment des Wechsels kann schon zu einer Entspannung führen. Das zweite ist das Verändern von Bewegung. Wenn ihr also eine bestimmte Bewegung, einen bestimmten Rhythmus habt, mit dem ihr euch bewegt mit dem Baby in der Trage, lauft oder schunkelt oder auch zur Musik, komme ich gleich später noch drauf, dann versucht das zu ändern. Muss gar nicht vehement oder abrupt sein, eben einfach aus einem zum Beispiel seitwärts in ein mit Tiefe oder vorwärts oder mehrmals zur Seite oder einfach spielt damit so ein bisschen rum. Aber in meiner Erfahrung kann das auch schon dazu führen, dass einfach diese kleine Veränderung zu einem Loslassen beim Baby führen kann, innerlichem Loslassen. Und das dritte ist das Thema Musik. Also Babys schlafen ja oft gut bei Musik ein, weil es eben auch entspannt. Und hier nur ein kleiner Tipp am Rande: Nehmt Musik, die ihr selber auch mögt, denn diese klassische Baby-Einschlafmusik kann man ja irgendwann einfach nicht mehr hören. Also ich habe da zum Beispiel so ganz ruhige südamerikanische Tanzmusik, wo ich mich auch gut zu bewegen kann und gerne zu bewege, gewählt und da auch verschiedenste Lieder haben, damit eben, und jetzt kommt es auch wieder, dieser Wechseleffekt. Wenn ihr also merkt, das Baby schafft es noch nicht, sich zu entspannen, einfach das Lied ändern. Ja? Und Babys reagieren doch sehr stark auf Geräusche, ist meine Erfahrung. Und da kann schon der Wechsel eines Liedes zur Entspannung führen. Oder aber noch krasser, das Genre der Musik ändern. Also zum Beispiel von einem jetzt beispielsweise südamerikanischen Lied zu klassischer Musik, Streicher, Orchestermusik. Oder nur Klavier, also wo wirklich eine deutliche Veränderung ist. Und dieser Effekt kann dazu führen, dass das Baby dann eben loslassen kann. Also nochmal zusammengefasst, die 3 Wechseleffekte nach dem Motto: Wenn das, was du tust, nicht funktioniert, tue etwas anderes. Die Lichtverhältnisse ändern zu richtig dunkel, die Bewegung, den Rhythmus ändern und die Musik eventuell ändern. Das sind meine 3 Tipps zum Thema Einschlafen, Einschlafhilfe, diese Brücke überqueren vom Wachzustand in den Schlafzustand.
Ich hoffe, da war etwas Hilfreiches für euch dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal.